geht's halt nicht los. So, aber ist ja auch egal. Erstmal schön, dass ihr da seid. Schöne Grüße ins Allgäu. Mira quién está aquí. Lian und Marlin, hallo! Hallo! Das sind unsere Neffen. Schön, dass ihr da seid, ja. Da freuen wir uns sehr. Hallo Lian, Marlin. Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat. Und hallo ihr alle. Hallo Manfred, hallo Steffen, hallo, Stefan. Gar nicht so schnell lesen. Also schön, dass ihr alle da seid. Nadia, hola. Hallo Nadja. Ja, was soll man sagen? Wollen wir mal nicht mehr darauf. Normalerweise fangen wir immer so an, dass wir sagen, so, wir warten jetzt mal noch auf die noch kommen. Genau. Nett, dass ihr gewartet habt. Ja, ich weiß gar nicht. Egal. Ja, gut, danke jetzt erstmal haben wir noch Kaffee? Ne, gut, wir lassen den Kaffee jetzt mal weg. Damit sind wir schon durch. Also, schön, dass ihr alle da seid. Schöne Grüße zurück an den Bodensee. Schöne Grüße zurück nach Sachsen. Schöne Grüße aus Afrika. Mensch, schön. Grüß die Löwen. Ja, heutiges Thema ist ja, das hätten wir nie erwartet, aber dazu kommen wir mal später. Erstmal was Aktuelles. Ja, wir sind in Peru. Genau. Und Peru ist ein geiles Land, also kann man nicht anders sagen. Wir sitzen hier im Heiligen Tal, also hinter uns sind Inka-Ruinen, da ist Machu Picchu und ja, wir haben hier einen coolen Platz gefunden, um mit euch zu quatschen. Und deswegen sind wir hier. Das Bild ist ein bisschen weiß, ne? Ist es sehr weiß laut oder geht das? Creo que alguien aquí lo dice. Oder? Die Linse ist ein bisschen neblig. Ja, sehen wir auch so, ist der falsche Laptop, den wollten wir nicht nehmen. Das regeln wir noch live. Komm, das kriegen wir doch noch hin. Ist mir jetzt auch alles egal, hat ja eh schon Stunden gedauert. Dann kann man auch das noch regeln. Recht hast du, die Linse ist neblig, sehe ich genauso. So, das müssen wir noch, das werden wir jetzt noch. Grüße von Martin. Hallo Grüße Martin. Zurück. So, also nicht wundern, wir reinigen jetzt die Linse live. Bleibt uns ja auch gar nichts anderes übrig. So, jetzt ein bisschen verschwommen hier. Knack, knack, knack. Wow. Guck mal, das sieht doch gleich ganz anders aus. Wir machen mit diesem Laptop. Guckt euch das an. Nicht so nah rangehen. So. Also, wir machen mit dem Laptop normal nie unsere Live-Geschichten. Das ist unser Büro-Laptop. Der hat auch die schlechteste Linse drin und ist einfach das, ja. Viel besser. Okay, super. So, das schlechteste Hallo Gerät. Heidi. Aber jetzt haben wir das ja mal hingekriegt, alle zusammen hier. Gut, naja, das ist ja wenigstens ein Live. Da muss ja auch mal was passieren. Wäre total langweilig, wenn das alles klappen würde, oder? Naja. Also wir hätten es auch lieber rund gehabt. Also Peru. Zu Peru. Das Essen hier, ihr könnt euch das nicht vorstellen, ihr werdet es ja noch in den Videos sehen. Hier gibt es ganz verrückte Dinge. Also das ist, Peru ist ganz, ganz einzigartig. Und uns gefällt es sehr, sehr gut. Also, ne, es ist zum Beispiel das erste Land, in dem es wieder guten Käse gibt. Also ich bitte, wenn uns jemand dazu guckt aus Argentinien, hier ist besser. Oder kann man so sagen, ne? Generell Essen ist hier besser und wir mussten sagen, finden wir richtig gut. Wir waren hier auf einer Finca mit einer Familie über 3 Wochen lang, weil wir diesen Film produziert haben. Und dort haben wir alles an peruanischem Essen durchprobiert, was es gibt. Also richtig, richtig, richtig lecker. So. Ja. Ey, Jörg ist auch da. Hallo Jörg. Grüße zurück. Und Matti ist auch da. Schön. Ja, hi Matti. Das sieht doch schön aus, ne? Da freue ich mich doch. Schon mehr. Die Frage, ob wir schon Meerschwein gegessen haben, ich würde sagen, die beantwortet sich irgendwann in den Videos, oder? Oder wollen wir es? Komm, also ist lecker. Aber nicht viel dran, ja. Aber das könnt ihr dann im Video sehen. War eine gewisse Überwindung. Und eigentlich ist hier alles total geil. Aber wie soll man sagen, wir haben Wasser getrunken. Man hat uns gesagt auf der Finca, wo wir waren, wir können wirklich jedes Leitungswasser trinken und alles überhaupt gar kein Problem. Und wir waren ja da 3 Wochen, da mussten wir nicht losfahren, Wasser kaufen. Fanden wir auch gut. Naja, und dann am 3. Tag halte ich so die Flasche gegen die Sonne und denke so, da sind ja so braune und grüne Stückchen drin. Das ist vielleicht nicht so gut. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt, wie heißt das? Warte mal, ich habe es mir aufgeschrieben, ich bin ja kein Böses auf wie heißt das hier, auf ja, wir kommen von der Toilette überhaupt nicht. Beide, also voll. Und deswegen stehen wir jetzt auch wieder, weil wir können gar nicht im Bus wohnen. Also wir brauchen Infrastruktur, sagen wir mal.
weil das wäre ein Fiasko jetzt im Bus. Also das wäre wirklich ganz, ganz ätzend. Wir kommen vom Klo nicht mehr runter. Ich kann euch nur den Tipp geben, die Infektionen in Südamerika beim Essen, die kommen nicht vom Essen. Das Essen ist ja gekocht. Die kommen, wenn denn, vom Salat oder vom Wasser. Ja, also wenn man sich nicht ganz sicher ist in Südamerika, dass das wirklich trinkbar ist, dann sollte man das tunlichst lassen. Also das ist unser Tipp an euch, wenn ihr in Südamerika seid oder auch irgendwo anders in den Tropen. Wasser, Salat, frisches Gemüse, das kann nach hinten losgehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ja. Aber genug von den Fäkalien jetzt hier. Lass mal jetzt hier gucken, wer noch geschrieben hat. Hacen mucho cumplido sobre el Film. Der Film ist mega. Euer Film ist echt toll geworden. Oh, das ist ja total, wirklich total lieb von euch. Also da freuen wir uns sehr. Und wir haben da echt viel Arbeit reingesteckt. Also ich glaube, das war unser Projekt. Was für Lichtwechsel. Y trabajado es complicada. Genau, und wir haben einen sehr komplizierten, also es war wirklich komplizierter, wo wir gearbeitet haben. Also die Familie, wo wir waren, war super nett. Ja, also falls jemand von denen zuguckt, verstehen uns ja eh nicht, aber die waren super lieb. Das war eigentlich alles total toll, aber es gab so eben dieses Problem mit dem Wasser. Das war das eine, was uns völlig ausgenockt hat. Und das andere war, dass auf dieser Wiese, wo wir waren, ganz viele von so kleinen schwarzen Insekten, wer in Tropen schon war, der kennt es, das sind keine Mücken, sondern die kratzen einen an, also die beißen ein, ja, und aus dem Blut, aus dem Saft, der dann da rausläuft, ernähren die sich. Erstens tut der Stich total, also man merkt den richtig, jetzt hat es mich wieder so ein Vieh erwischt, ja. Und zum anderen juckt es richtig und es war für 3, 4 Tage und man kann nicht aufhören, wenn man einmal angefangen hat zu kratzen, kann man nicht mehr aufhören zu kratzen. Das ist also richtig übel und wir hatten am Ende, ich glaube, an den Beinen, also wirklich wir beide komplett fertig, die Beine, jeden Morgen aus dem Auto raus sofort eingesprüht von oben bis unten. Total krass, ja. Und ja, das war richtig heftig. Und währenddessen haben wir eben diesen Film geschnitten. Ja, genau. Daraus ist unser Chile-Film entstanden und freut uns sehr, dass euch das gefallen hat. Zu kurz. Zu kurz. Also ich komme mal gleich dazu, weil wir wollen das, also das gehört zum Thema des heutigen Tages dazu. Wir hatten uns das so ein bisschen zurechtgelegt, weil ja, wir wollten darüber mit euch nochmal reden, weil ihr könnt euch überhaupt nicht vorstellen, was da an Arbeit drin steckt, sowas zu machen. Das ist ja nicht nur, dass man sagt, man schneidet irgendwie einen Zusammenschnitt aus den alten Tagen. Ich weiß nicht, ob es auch aufgefallen ist. Da drin ist kein einziges Mal Windgeräusch zu hören. Also das Mikrofon ist niemals sozusagen im Sturm gewesen. Wir haben das sauber geschnitten, so dass man wirklich am Fernseher mit einer vernünftigen Anlage sich das anhören kann. Und das ist ein ganz schön großer Aufwand. Also das ist nicht so, dass man da sagt, ja komm, ich nehme das aus der Kamera raus und packe das dann in meinen Computer rein und dann schneide ich das zusammen und dann mache ich das online. Nee, das waren, ich glaube, 600 Clips, ne? Also es sind 600 einzelne Filmschnipsel. 700. Also fast 700 einzelne Filmschnipsel gewesen, die natürlich einzeln bearbeitet, geschnitten, koloriert werden müssen, nachvertont etc. pp. Also das war schon ein sehr großer Aufwand. Huhu aus Paraguay. Nadja sagt. Oder dies. Wieso wird dein Kommentar gelöscht, Nadja? Na, wir können ja von hier nichts löschen. Pass auf, es kann sein, YouTube baut für euch alle zu wissen. Also wir löschen nie was, wir haben da eh keinen Einfluss drauf, ist uns auch egal. Auch schlechte Kommentare, was soll man, gehört ja dazu, wenn man in der Öffentlichkeit ist. Außer es ist beleidigend. Wenn es wirklich beleidigend ist, dann würden wir mal eingreifen, wenn jemand einen anderen User oder einen anderen Fan von uns beleidigt und sagt halt irgendwie, also was Doofes über den sagt, also was wir wirklich nicht gut finden, dann greifen wir ein. Aber sonst löschen wir nie was, Nadja. Ja? Also das wird nicht vorkommen. Wenn überhaupt. Beim Chat ist es so, dass immer eine Zeitverzögerung drin ist. Wenn man einmal einen Kommentar geschrieben hat, dann kann man nicht gleich noch einschreiben. Ja, das ist aber in den Statuten von YouTube so. Und stellt euch mal vor, das würde jetzt hier so richtig abgehen, dann können wir auch gar nicht mehr lesen, weil es dann tak, 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 tak. Also das ist beim Live-Chat immer so, dass man nicht direkt, nachdem man geschrieben hat, nochmal schreiben kann. So, Chile war ein Top-Film, Hugo aus Paraguay, das habe ich schon gesehen. Robert Staus aus Österreich, hallo nach Österreich zurück. Wahnsinn, schön, dass euch das wirklich so gefällt.
aus Hohenlimburg. Wo ist denn Hohenlimburg? Im Sauerland. Da schreibst du ja schon dazu, brauche ich ja nicht mehr fragen. Der Film war mega. Manfred sagt auch, Willi aus Belize. ja, Manfred mit Wilma, muss ich auch sagen. Wir waren, also beim Schneiden, das hat uns ganz schön umgehauen, sie nochmal zu sehen. Gerade wenn man die Musik dazu macht, dann ist die ja auch ein bisschen emotional. Dann sitzt man davor mit Kopfhörern offen. Das war schon, ja, das war schon sehr, sehr heftig. Aber gut, was soll's. Das gehört ja zum Leben dazu und wir sind froh, dass wir sie verewigt haben, auch zum Beispiel in diesen Filmen. Ja. Wer schreibt aus Belize? Hier, Willi. Ey, Willi, wir kommen irgendwann nach Belize. Ich habe gehört, es gibt das größte Korallenriff vor Belize. Das ist ja total geil. Wir schnorcheln ja so Ja. gerne. Und da wollen wir auf jeden Fall ins Wasser. Also Belize soll, was das angeht, wohl richtig, richtig, richtig geil sein. Da freuen wir uns drauf. Also wir kommen. Aber wann? Mann. Ihr kennt uns ja. Grüße zurück nach Arizona. Andi ist in Arizona. Andi ist in Arizona, also Grüße nach Arizona. Nee, aber wir, ja, das kennt man ja von uns. Wir haben nicht so, also wir haben schon eine ungefähre Richtung vor, Ecuador, Kolumbien, Venezuela. Aber wie wir jetzt Schleifen fahren, weil wir noch Sachen sehen wollen, jemanden treffen, irgendwas, ein Video drehen wollen oder wie auch immer, das verzögert ja unsere. Estoy leyendo porque Uli und Elga nos saludan. Uli und Helga. Wir kennen Uli und Helga aus Sizilien. Wir haben da zusammen gestanden, richtig schön. Und waren wir nicht zusammen sogar Weihnachten gefeiert? Es war Weihnachten, ne? Ja, creo que sí. Genau, sí, wir haben Weihnachten zusammen Sí, sí, gefeiert sí. und hatten eine Una schöne mezcla Zeit. de italienische und deutsche Essen. Ich Ah, glaube. genau. Das war doch richtig schön. Also Helga und Uli, ja, schöne Zeit, da erinnere ich mich sehr, sehr gerne dran. So, Nachricht wieder. Bei Nadja steht immer Nachricht zurückgezogen. Oder Ja. Algo pasa cuando envía los mensajes. Also Nadja, was bei dir los ist, weiß ich nicht, aber wir sehen hier auch, dass da was steht, dass deine Nachricht irgendwie zurückgehalten worden ist. Warum? Wir haben die Hände ja nicht am Laptop, wir kommen da ja gar nicht ran. Oh, Walter, Grüße zurück nach Mexiko und Fußrolle in Stralsund. Schöne Grüße zurück nach Stralsund, Grüße nach Mexiko gehen raus. Gut, aber jetzt machen wir erstmal weiter im Text. Also, was wir nicht erwartet hätten, kommt jetzt mal. Die uns kennen, oder ihr werdet es alle wissen, sonst wärt ihr ja nicht in dem Live-Chat. Wir hatten einen Shop für südamerikanische Handwerksartikel, ja, und haben ja in Bolivien so einen Testkauf gemacht, also auch nicht viel, und haben das online gestellt und haben das zuallererst nur euch vorgestellt. Es ist bei Google nicht gelistet, man kommt auch auf die Seite von außen, man kommt drauf, wenn man weiß, wie die Seite heißt, aber man kann jetzt nicht eingeben, südamerikanische Handwerksartikel und landet dort. Das haben wir alles überhaupt nicht optimiert, sondern wir wollten das nur mit euch testen. So, und jetzt kommt, was wir nicht erwartet hätten. Das hat total gut funktioniert. Wir hätten niemals erwartet, dass so eine tolle Resonanz, ja, und dass auch so ein Interesse daran besteht. Ja. Also Gürtel waren das, Rucksäcke, Alles. alles Mögliche. Ja. Und immer nur Einzelstücke, weil das sind Unikate. Das heißt also, es gibt immer nur ein einziges Teil davon. Man kann nicht den zweiten Rucksack zweimal herstellen, der ist ja per Hand zusammengestellt. So. Und die wurden alle in kürzester Zeit gekauft. Und das hätten wir niemals erwartet, ja, oder? Also wirklich nicht. Dafür wollen wir Danke sagen. Und wenn sich irgendeiner für das Thema interessiert, also wir haben noch eine Haarspange, ein Aguayo-Tuch, glaube ich, so ein richtig schönes grünes Aguayo-Tuch. Eine Alpaka-Decke gibt es noch, glaube ich. Und was war das noch? Para el pelo. Ach genau, so eine Haarspange und so ein Rucksack. Also so einen richtig geilen Rucksack aus Bolivien. Das war es dann aber auch. Ist das Ding ausverkauft. Und das heißt, unser Test... producto hay, más fácil es la decisión. Genau, jetzt ist die Entscheidung einfacher. Es gibt ja nicht mehr viel, sagt Alessandra, es gibt ja nicht mehr viel auszusuchen. Aber was daran so wichtig ist, und das ist ja der eigentliche Punkt, wir haben gesehen, dass wir das machen werden. Wir werden in Zukunft diesen Shop weiter betreiben. Wir werden das machen. Wir werden also im größeren für euch, wer Lust darauf hat, Webseite, und wer den Shop noch nicht kennt, Rhodes Market. Ist auf unserer Webseite verlinkt, auf unserer Kanalseite, also brauche ich jetzt hier euch nicht vollquatschen, dort um. Und wir haben auch jetzt, in Zukunft gibt es eben neue Sachen, also das wird auf jeden Fall. Und wir hätten nicht erwartet, dass ihr eben so zahlreich darauf reagiert, und dafür sagen wir halt einfach mal Danke. Dankeschön. Dankeschön. So, wer schreibt? Eine Nickelallergie, okay, die schnell auch nickelfrei. Also Al momento no, direi. Also pass auf, also die Frage auch bei Aguayo-Tüchern und diesem ganzen Kram, also allem was, also oder diesem Schmuck, ob der nickelfrei ist.
wir kaufen den ja bei Straßenhändlern. Ja? Ich würde hier niemals eine Garantie abgeben für irgendwelche Allergien. Ja? Wenn man wirklich eine Metallallergie hat, dann ist man wahrscheinlich mit irgendeinem, wie sagt man hier, Chirurgensilber besser aufgehoben. Pero puedo preguntar a la chica que la hace, porque la produce ella, entonces Nein, yo sé que lo hace. Kopre, Nickel, ist Metall. Also, Nickelallergie ist Metall. no, pero di Gürtel, creo que habla sobre el cierre del Gürtel. Die Schnalle. Gut, wir können Ja. fragen, ob die Schnalle. Entschuldigung, Alessandra hat natürlich wie immer recht. Man sollte auf seine Mein Frau Deutsch hören. ist nicht so gut, weil ich verstehe. Sie versteht besser als ich und man sollte immer auf seine Frau hören, ich weiß. Aber wie gesagt, wir können da nachfragen, ob die Gürtelschnallen eben nickelfrei sind. Das machen wir für euch. Ja. Und das stellen wir dann auch auf die Webseite. Wenn wir dafür eine Info haben, stellen wir es rauf. Und wenn nicht, können wir kein Nein sagen oder kein Ja. Das geht ja nicht. Ja. So, erstmal nochmal danke für alle Komplimente von euch. Grüße gehen zurück an Bodensee, Grüße gehen raus an natürlich Marlin und Lian, ihr guckt ja noch zu. Und ja, ach so, Stefan Arnold Pullen, wir müssen noch mal kommunizieren. Das hat ja bei dir nicht mit der Lieferung geklappt. Also das wäre cool, wenn wir da noch mal quatschen. Ja, sí, vero. So, das ist genau der richtige. Was war das? Alguien que ha comprado que Hat nos Mali da un feedback. schon Welpen bekommen? Pass auf, gute Frage zu Mali. Wir haben Mali aus dem Tierheim in Spanien. Und wenn du in Spanien einen Hund aus dem Tierheim holst, dann musst du verpflichtend diesen Hund sterilisieren binnen 12 Monaten oder auf jeden Fall musst du wieder hin zu dem Tierheim. Das ist auch umsonst, aber muss sterilisiert werden per Gesetz. Einfach um nicht weiter diese Straßenhunde zu fördern. Viele von den Spaniern, die holen sich einen Hund und lassen den dann trotzdem wieder draußen rumlaufen. So, das ist ja bei Mali nicht der Fall, aber sie ist sterilisiert. Der hat einmal der Tage bekommen, danach haben wir sie sterilisieren lassen. Und ja, und jetzt ist sie auch schon sehr alt, also die ist jetzt 12,5. Wir hoffen, dass wir noch viel Zeit mit ihr haben, aber an Welpen ist da erstmal nicht mehr zu denken. Hallo Axel, willkommen. Axel ist an Bord. Moin Axel, Mensch, du bist ja, hey, weißt du bist cool. Weißt du, wir waren ja schon zu spät, eine Viertelstunde, aber also schön, dass du da bist. Ach ja, Glückwunsch zu dem authentischen Bericht und viele Grüße aus Uruguay. Viele Grüße zurück nach Uruguay. Uruguay war auch cool. Also angekommen, die weißen Strände, das war auch nicht schlecht, ja, kann man nicht anders sagen. Genau, das war erstmal dazu das Thema. Was wir noch haben, was, wie soll ich sagen, interessant war zu dem Film. Wir haben ja also von euch das beste Feedback überhaupt bekommen. Also ne, die Kommentare waren echt wunderschön und auch die meisten Kommentare aller unserer Videos. Also wir haben noch nie ein Video gehabt, was so viele Kommentare in so kurzer Zeit erzeugt hat und auch so schöne Kommentare. Und dafür halt nochmal ein großes Danke. Aber was uns aufgefallen ist, wie soll man sagen, vielleicht ist YouTube die falsche Plattform um so viele Arbeitsstunden da reinzustecken. Also Qualität ist nicht das, was YouTube präferiert. Also man kann also wie soll ich das ausdrücken? Also es ist jetzt nicht so, dass wenn man jetzt mehr Kraft und Zeit da reinsteckt oder mehr Clips da koloriert oder einen besseren Sound macht, also die Qualität eines Videos ist für YouTube nicht ausschlaggebend. Das heißt also, Video wie zum Beispiel unser Wohnmobil hat einen Wasserschaden in schlechter Bildqualität in 5 Stunden geschnitten, kann erfolgreicher sein als eine Stunde Film in Kinoqualität in 300 Stunden geschnitten. Ja? Und das ist uns aufgefallen. Und wie soll ich sagen, wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen. Also wenn wir uns 3 Wochen hinsetzen und wie die Blöden an so einem Video arbeiten und am Ende machen wir das eigentlich nur für uns und euch. Und wir haben entschlossen, wir werden das so weitermachen, aber eben wirklich mit dem Ziel, dass wir es für uns machen, dass es für uns für immer bleibt, dass es ein Film ist, den wir für einfach, wo wir unsere Reise dokumentiert haben, der einfach unser Film ist. Und für euch. So, weil wir wissen, dass ihr das mögt. Aber wir können da nicht drauf setzen, dass wir damit in irgendeiner Art und Weise bei YouTube einen Erfolg erzielen. Also ich glaube, der Witz ist, Videos wie beim Schmuggeln erwischt oder härteste Grenze unseres Lebens und so ein Kram, das funktioniert irgendwie bei YouTube besser. Wir können uns das nicht erklären, aber das ist eben einfach so. Ja, egal. Das hätten wir eben auch nicht erwartet. So, was haben wir hier? Christian nos saluda de Ecuador, venimos pronto. Wir kommen bald nach Ecuador, genau. Grüße zurück nach Hamburg, sehe ich hier.
Cooles T-Shirt. Ja, ach ja, cooles T-Shirt. Das hier sind Cholitas. Wisst ihr, was Cholitas sind? Ja, ihr seht's ja. Bolivianische und peruanische Indianerfrauen, ne? Kann man so, indigene Frauen. Früher war das eine Beleidigung, ja, also für die. Also man hat denen gesagt, ihr seid Cholitas. Und Ah, heute, normalmente viven en el altiplano also también. genau, die wohnen halt im Altiplan, also auf der Höhe der Anden. Und heute ist es aber so, dass die das total mit Stolz tragen. Also die Cholitas heute tragen auch die Jüngeren, also die noch die Tracht tragen, die tragen die aus Stolzgründen und die nennen sich auch Cholitas. Und seitdem machen die auch selbst diese T-Shirts und ultra cool. Ja, finde ich selber total schön. Was hast du gelesen? So here, this one. Bietet doch die Filme zum Kauf an. Naja, das ist ja, was man bei YouTube eigentlich macht. Man bietet die Filme zum Kauf an. Nur, was macht nur ein scheißschaltes Publikum? Damit seid ja nicht ihr gemeint, weil ihr habt den Film ja gesehen. Aber die große Masse, mehr am Skandal und dem kleinen Big Brother interessiert zu sein, als an guter Produktion und Popcorn vor der Leinwand. Weiß ich auch nicht, was ich damit machen soll. So, was haben wir hier? Usted pregunta, Was wir fragt ¿dónde está la segunda perra? Ach, Matti, wo ist der zweite Hund? Weißt du das wirklich nicht? Die ist vor 8 Wochen gestorben und die ist da oben in der Kiste. Also, und die haben wir immer mit uns und die geht auch mit uns wieder zurück irgendwann nach Hause. Und genau, die ist jetzt so klein und Asche. Ja. Die Qualitätsfilme macht man immer nur für sich selbst und für wenige interessierte Freunde. Genau. Ja, so ist es. Da hast du schon völlig recht. Wie heißt er, dass du auch weißt, mit wem wir reden? Banfilu. Banfilu. Banfilu hat uns viel geschrieben aus Argentinien, glaube ich. Genau, pass auf. Das ist ja der Punkt. Nur dann muss man es auch als Hobby machen. Ja, wenn man sagt, okay, wir machen das, um eben eine große Zielgruppe zu erreichen. Wir haben mit Patagonien 150.000 Leute erreicht. Das Ding ging viral. Hätten wir das Gleiche mit dem anderen Video gemacht, wären wir total zufrieden gewesen. Ne? So, wir sind auch so zufrieden, aber das hätte auch so ausgehen können, dass wir vielleicht mal einen Monat durchatmen können. Ja? Also man muss dazu wirklich sagen, YouTube ist nicht das, was uns hier am Reisen hält. Also am Reisen halten uns unsere Fans. Ja? Also wir haben am Reisen halten uns unsere Mitglieder, unsere Leute, die bei PayPal spenden. Das sind wirklich die uns in schweren Zeiten zur Seite stehen. Das ist sicherlich nicht YouTube und eine Sicherheit bietet YouTube total volatil. Das kann sein, dass die sagen, Mensch, das Thema zurzeit ist total up-to-date bei deinen Fans, so und so, aber ist es überhaupt gar nicht. Und also man kann sich darauf nicht verlassen. Man muss wirklich seiner eigenen Intuition folgen oder seinen Weg einfach gehen und hoffen, dass genug Leute den mitgehen. Ja. Aber nee, da müssen wir uns wirklich mehr bei euch bedanken als bei YouTube. Ohne eure Unterstützung wäre das gar nicht möglich. Ja. So kann man es ja sagen. Ne? Ja, danke. Gut, anderes Thema. Karl-Heinz Elstner schreibt, er ist von Anfang an bei euch, bei uns. Na danke, du kannst doch noch jahrelang mit uns mitreisen, weil Reisen ist ja nun mal unser Lebensinhalt und da wollen wir auch gar nichts dran ändern. Ne? No queremos cambiar algo en viajar. ¿Qué es eso? Na, er sagt, quiere viajar con nosotros mucho tiempo. Okay. Ne? No, hasta ahora no. Genau, wir reisen weiter. Also du kannst uns noch jahrelang begleiten und das finden wir auch gut. Was war? Hatti, du nicht? Haben wir mit dir noch nicht geredet, Hatti? Hallo, Hatti. Ja, schön. Beim zweiten Chat warst du gar nicht wieder dabei. Da freuen wir uns. Ja, was soll man sagen? Das ist so das Thema. Jetzt sind wir hier in Peru. Hola, Christine. Siempre nos escribe Christine. Christine Schneider, Mensch, keine Kommentare mehr. Was ist los mit dir? Hast du eine gebrochene Hand oder was? Aber schön, dass du wieder da bist. Ja? Da freuen wir uns. Oh, jetzt habe ich den Anfang verpasst. Christine, du hast nicht den Anfang verpasst. Den Anfang haben wir verpasst, weil wir kamen ja schon eine Viertelstunde zu spät. Welche Drohne haben wir im Einsatz? In dem Video, was ihr gesehen habt, in dem Film, sind 2 Drohnen im Einsatz. Wir hatten nämlich am Anfang in Feuerland die Mini 3 Pro und die habe ich dann irgendwann mal im hängenden Gletscher in Chile in die Wand gejagt. Und dann haben wir in Santiago de Chile die Mini 4 Pro gekauft und sind mit der auch sehr zufrieden, weil gut, die macht jetzt nicht so eine Bildtiefe
mit mehreren Kameras, dass wir da mit Tele arbeiten können. Aber mit dem ganzen Verfolgungskram, mit der Steuerung, wie sie das Auto trackt und so ein Kram, das ist richtig gut. Also da sind wir sehr, sehr zufrieden mit, muss ich sagen. Also Bildqualität, bist du zufrieden mit der Bildqualität? Ja. Ist das so? Also die Bildqualität von der Mini 4 Pro ist auch gut und man kann in F-Log, also in D-Log filmen. Jetzt für die Profis, D-Log bedeutet, dass man ein abgestumpftes Bildformat hat, also das ist nicht ganz so koloriert und damit können wir dann eben nacharbeiten, damit es für euch am Ende schöner aussieht. Ja, falls mal ein Fehler drin ist, können wir damit arbeiten. Genau. So, Hartmut Otto schreibt, Moin ihr beiden, noch einmal nachträglich danke für die Geburtstagswünsche an mich. Ich hatte ja am 23.09., also danke Hartmut für die Grüße. Creo que él también lo tenía. Genau, ach so, du warst es, der sich gefreut hat, dass wir den Film zu deinem Geburtstag fertig gemacht haben. Also Hartmut, für dich auch nochmal nette Geburtstagsgrüße gehen raus. Ja, DJI, sí, perfekt. Genau, die DJI Mini 4 Pro. Ja, das ist die. Hey Michel, Hallöchen. Welcher Michael? Ach Mike ja, Mike, Michael aus Uruguay. El Michel. Der Michael mit seiner Familie aus Uruguay, mit unserem ersten Video, was wir hier in Südamerika gedreht haben. Genau. So, also ihr kennt den auch alle aus dem Video, ja, als prominenter Herr, ist jetzt hier online. Hi Michael. So, Marion schreibt auch herzliche Grüße. Also, Hatti, ja, Marion und Hatti. Also, danke für die Geburtstagsgrüße. Ja, wo haben wir denn gefeiert? In Cusco. In Cusco, genau. Wir haben in Cusco gefeiert. Und ich habe auch, also wir können das mal machen, ins Video reinschneiden. Ich habe auch nach 15 Jahren das allererste Mal Plattenspieler, also richtige Plattenspieler in der Hand gehabt. So. Ich habe früher mal mit sowas Musik gemacht. Und ja, nach 15 Jahren konnte ich dort mal wieder in Cusco Musik machen und das war sehr, sehr schön. Ja, absolut. Eine sehr schöne Nacht mit sehr coolen Leuten und ja, wir können Ausschnitte davon im Video zeigen. Das ist jetzt nicht das beste Bildmaterial, aber ist ja auch scheißegal. Wichtig ist ja, wie gesagt, heutzutage Big Brother und mittendrin statt nur dabei sozusagen. Ja, so, weil wer schreibt hier noch? Hatti schreibt, hallo ihr beiden. Nee, wer ist es? Michael, genau, Michael schreibt. Ja, es ist halt eben so zeitverzögert, deswegen sehen wir das immer erst später. Ja, schön, Michael, schön, dass du da bist. Der geht jetzt übrigens auch auf Reisen, ne? Also der Nächste, der sich auf dem südamerikanischen Kontinent bewegt und diese wunderschöne Welt sehen möchte. Schöne Grüße aus der Heimat, Daniel Schienke. Ja, schöne Grüße zurück. Bist du Italiener oder Deutscher? Daniel Schienke. Nein, wir grüßen zurück. Aber wir wissen noch gar nicht so ganz, in welche Heimat es uns irgendwann zieht. Ob wir nach Italien gehen oder nach Deutschland. Italien ist viel wärmer. Ja, es ist in Deutschland ja immer so kalt. Also wir haben ja 5 Jahre in Berlin gelebt. Wir haben es am Ende sowas von gehabt, dass einfach immer grau. Also grau, Regen und wir sitzen jetzt hier richtig schweinewarm, ne, und bewölkt. Estamos a 3.000 metros. Und genau, und wir sind auf 3000 Meter. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Ja? Also, ja, deswegen so ist das. Schöne Grüße aus der Schweiz. Gratuliere. Ja, hallo Luis. Ja, schöne Grüße zurück in die Schweiz. Ja, danke für lieben Grüße. Danke dir auch, Michael. Ja, so ist es. Und jetzt, was haben wir als nächstes vor? Also in Peru sicherlich noch ein paar Sachen uns angucken. Was wir nicht machen werden, ist, ich glaube, vielleicht habe ich schon gesagt, vielleicht nicht, Machu Picchu werden wir uns nicht angucken. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie teuer das ist. Also es ist erstens, also ich weiß nicht, ob ihr das in der Presse verfolgt habt. Also Machu Picchu wird wahrscheinlich das 9. Weltwunder aberkannt. Das ist ja derzeit, soll das 9. Weltwunder sein. Früher waren es ja 7, jetzt sind es 9. Und dieses 9. Weltwunder wollen die den aberkennen, weil die eben viel zu kommerzig hier sind. Also Erklärung. Man muss zu so einem Ort fahren, dort kann man dann ein Prä-Ticket kaufen, ein After-Prä-Ticket und dann kriegt man sein Ticket. So. Und in diesem Ort ist alles Agua Calientes, heißt der, schlecht organisiert. Man muss dort mit dem Zug hinfahren und alles zusammen am Ende, weil man ein Hotel nehmen muss, 3 Tage warten muss, bis man dann endlich reinkommt in eine Tour, wo man von hinten durchgeschoben wird. Super viele Leute, ganz unübersichtlich. Zahlt man, jetzt bitte festhalten, pro Kopf $250. 250 beschissene $. Für keinen einzigen Tempel in Griechenland, nicht fürs Kolosseum in Rom. Das sind ja auch Sachen, die genauso alt sind und genauso, sag ich mal, Kulturhighlight. Ja? Aber für keinen einzigen Ort in Europa zahlt man so viel Geld und auch nirgendwo anders hier in Südamerika. Aber in Machu Picchu nehmen sie die Leute aus. Und wir haben darauf einfach gar keinen Bock. Also es ist uns einfach zu blöd. Wir sind ja hier, um diese wunderschöne Natur zu sehen. Wir wollen
was erleben, ja. Wir wollen und was für Bilder wären das bitte? Also selbst wenn wir das dahin gehen würden, dann würden wir uns das angucken, über die Schulter rüber eines anderen, zwischen den Beinen durchfilmen. Da haben wir keinen Bock drauf. Wir gehen solchen Orten aus dem Weg und deswegen haben wir uns andere Orte angeschaut und ihr könnt schon mal gespannt sein. Wir sind dabei, einen Film zu drehen, weil es gibt ja hier, ich weiß nicht, ob ihr darüber Bescheid wisst, aber unter den Inka-Strukturen gibt es Strukturen, die viel besser gebaut sind als die Inka-Strukturen. So, jetzt kann man sich fragen, warum ist es so? Und der Frage gehen wir eben auf den Grund. Ja. Wir haben uns ein bisschen recherchiert, wir sind an viele Städte gefahren, haben das für euch gefilmt und da wird es einen Film darüber geben, was ja, über die Hintergründe oder was vor den Inkas war, aus welcher Zeit es eigentlich stammt, was denken die Leute von hier. Ja, da wird es einen Film drüber geben und da sind wir gerade dran und erarbeiten das Ding. Könnt ihr euch drauf freuen. So, Schluss, genug gelabert. Aquí Cristine contesta, creo, a tu pregunta que has dicho. Okay, Christine. Auf jeden Fall traurig zu hören. Ich hoffe, es ist hier auch ein Herz für dich. Ich hoffe, es geht dir gut. Und wir quatschen in den Kommentaren irgendwann. Schreib's einfach. Grüße aus der Mozartstadt. Grüße zurück nach Wien. Ne? Wien ist die Mozartstadt, wenn ich es richtig sehe. Frank Profal, Grüße aus Italien. Gegenüber Deutschland viel menschlicher. Genau darum geht's. Ja, also der Witz ist ja, es gibt ja total viele Italiener, also total viele alte Italiener, ja, also gerade im Süden, wo man sich fragt, wie das geht. Und es ist einfach, weil die viel mehr integriert sind in der Familie, in Straßenfeste. Man sitzt nicht in seiner Bude vorm Fernseher und wird da doof alt. Ne? Das ist schon ein großer Unterschied. Ne? Deswegen finden wir Italien auch besser. Außerdem sind die Familien dort nicht so drauf wie hier, dass man sich wegen kleinsten Themen, politischen Themen auseinanderstreitet. Diese haben sich immer noch lieb. Also auch wenn die anderer Meinung sind, hier und hier, hier und hier, man kann trotzdem noch miteinander reden. Und deswegen mag ich die Italiener da sehr gerne. Ich glaube, das ist ein bisschen ruhiger im Alter, nicht ganz so stressig. Naja, no es siempre como esto, pero bueno. Ja, aber besser als in Deutschland. Oder glaubst du nicht? Depende. Creo que no se puede categorizar. Okay, ich höre jetzt auf zu kategorisieren. Sie hat mir gesagt, ich muss aufhören zu kategorisieren. Salzburg, Mozartstadt. Oh mein Gott, wie peinlich. Oh Gott. Ja gut, danke. Ich wollte nur testen, ob du es weißt. Ja. Ich kenne die Mozartkugeln. Ich dachte aber, die kommen aus Wien. Ja. Na Mensch, tut mir leid. Da habe ich mein Unwissen nach draußen gestellt. Vor allem. Geh in die Ecke, schäm dich. Überall besser als in Deutschland, diese Ferien, creo. Hier, Axel sagt auch, würde ich auch machen und nach Italien gehen. Mozartstadt Salzburg, ja gut, das ist ja jetzt wirklich peinlich. Fahren wir irgendwann zum Grand Canyon? Amerika. Kommen wir nach Amerika? Schaffen wir das in die USA? De momento no tenemos la idea de hacerlo. Also wir haben es erstmal nicht geplant. Also unsere Idee war ja, wer uns schon länger verfolgt, haben wir schon ein paar Mal gesagt, wir wollen, also was wir vor allem gut finden, diesen Kulturclash. Also wir finden es total cool, dass Südamerika gleichzeitig finden wir es total cool. Also wir haben hier, also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel freie Natur hier ist. Man fährt einfach durch die, stellt sich irgendwo hin und hat echt Platz. Also wir haben viele Orte schon gehabt, da haben wir keine Menschenseele getroffen. Das ist schon ein Vorteil so. Und deswegen haben wir überlegt, dass wir von hier aus bis Mexiko fahren und dann von Mexiko aus nach Südafrika verschiffen und von Südafrika aus dann Richtung Europa zurückfahren. Ne? Das ist so ein bisschen die Idee. Ne? Also dann hätten wir beide Kontinente gemacht. Der Einzige, der durchhalten muss, ist Ihmchen hier. Also wenn Hermann durchhält, dann könnten wir uns das glatt vorstellen. Ja? Aber wenn Hermann nicht durchhält, ja, dann wissen wir nicht, was wir machen sollen. Mhm. Also, habt ihr ihn gehört? Also noch atmet Ganas de er. viajar hay siempre, entonces hay que cambiar planes, eventualmente. Also sie sagt, Reisen, Lust auf Reisen haben wir ja immer. Also vielleicht müssen wir unseren Plan irgendwann ändern, falls das mit dem Auto nicht mehr klappt. Aber wir wollen reisen. Wir werden auf jeden Fall weitermachen. Und ob wir zum Grand Canyon kommen, das werden wir sehen. Vielleicht ändert sich der Plan ja auch noch. Wir wissen es nicht. Alguien aquí scrive in italiano. Tanti auguri a voi due, grazie. Der Tafelspitz. Der Tafelspitz ist ja auch geil. Das ist ja auch nicht schlecht. Gute Idee mit Afrika, habe ich auch vor Jahren mit der Ente gemacht. Mit einer Ente, du bist mit einer Ente gefahren? Das ist ja auch cool. Ne? Das ist Coche Frances. Este conocido que ve como un pato. Ach so, Ja. ah, okay. Cool. So, das ist ja geil. Da ich beim Auswandern nicht
So, naja, wenn man glücklich ist, also wenn man glücklich ist und sich zufrieden ist in Deutschland, dann sollte man auch ich sag mal so, also meine Familie wohnt in Walsleben bei Neuruppin, ja. Ganz ehrlich, da ist auch cool, da hat sich überhaupt nichts verändert. Da ist immer grün, die Kinder wachsen gut auf. Ich kann mir das da auch gut vorstellen, ja. Also nur im Kalkutta an der Spree nicht. So, so pflegt. Ja, ja, wir pflegen unseren Hermann gut, aber ihr könnt euch halt auch nicht vorstellen, was der leiden muss. Also ganz im Ernst, also wir fahren ja nun wirklich jede Strecke. Wir sind gerade jetzt letztens von einem riesen Berg runtergefahren, waren auf 4.900 Meter. Und dann kam der Wind durchgehend von hinten und es war total staubig und gleichzeitig noch Schneesturm. Und dann hat sich das ganze Auto mit irgendwelchem roten Staub zugesetzt. Und wenn man in seiner eigenen Staubfahne fährt, dann saugt man ja auch seinen eigenen Staub durchgehend an. Das ist ja was völlig anderes, als wenn man mal kurz hinter einem fährt, den ansaugt. Wenn man sich selbst ansaugt, das ist eigentlich das Allerschlimmste, weil dann ist der Filter in kürzester Zeit zu. Und das sind eben die Augenblicke, wo man dann echt aufpassen muss und sein Auto auch vernünftig pflegen muss. Es kommt ein Video, wir hatten große Probleme im Altiplan. Also wir hatten echt einen richtigen Scheiß. Also wir haben es noch nicht veröffentlicht, das kommt jetzt, weil wir wollten erst unseren Film fertig machen, aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wir standen da oben mehrere Tage, ne? Ja. Mhm. Ja, mehrere Tage und in Eiseskälte auf fast 5.000 Meter Höhe, absoluter Sturm. Ja, und wie wir da weggekommen sind, das seht ihr ja dann im Video. Das war nicht lustig. Nee, es war nicht lustig. Also Hermann ist auch irgendwie eine Zicke. Ja, also das kann man nur so sagen. Oder? Schönes Leben mit 2 Zicken. Grüße zurück nach Essig. Wie nach Stefan, viele Grüße. Essig? Wieso Essig? keine Ahnung. Was ist wie Essig? Meinst du Essig oder kommst du aus Essig? Oder Essig auf Berlin, auf Berlinerisch, bist am Essen? Musst du erklären. Freuen uns auf das Video. Ja, könnt ihr euch auch drauf freuen. Hatti, das ist sehr abenteuerlich. Also das kann ich schon mal so vorankündigen sozusagen. Wer schreibt? Beste Grüße aus dem Schwarzwald. Da hat man genug Ersatzteile bekommen. Ja, mit den Ersatzteilen, Ersatzteile ist ja auch so geil. Also, mit dem Bremsenschalter, genau, mit dem Bremsenschalter muss ich erzählen. Vor 4 Tagen, ja, Hermanns Story, vor 4 Tagen gibt es eine Explosion in unserem Cockpit, ja. Also einfach beim Losfahren, also ich denke mir so, was ist denn das? Es roch schon so komisch, ja. Und dann pum, eine Explosion im Cockpit. Und wir haben es auch gleich gefunden zum Glück. Es ist der Bremslichtschalter explodiert. Ich weiß nicht, ob irgendjemand sowas schon mal passiert ist, aber es ist unser Bremslichtschalter explodiert. Einer von den Polen ist rausgeflogen durch die Explosion. So, und dann kam die Bremsflüssigkeit aus dem Pol raus. Das heißt, wir konnten so nicht weiterfahren. Und dann haben wir einen Bremslichtschalter. Sie hat den gekauft. Selbe Teilenummer, alles gleich. Mhm. Alles gleich. Also es ist exakt dieselbe Teilenummer. Passt nicht. Das eine hat ein konisches Gewinde, das andere hat ein gerades Gewinde. Passt nicht. Kannst du nicht reinpacken. So, das heißt also, wir haben das Teil zwar bekommen und so zum Thema Ersatzteile, aber weiterfahren konnten wir trotzdem nicht. Wie wir da weggekommen sind, kommt auch im Video. Manometer, ey. Also Hermann ist wirklich eine Diva. Also. También la explosión. No nos falta nada. Stefan dice que era un Schreibfehler, so bei Essig. Ah, gut. Also, hallo Stefan mit dem Schreibfehler. Ja gut, dann passiert ja nicht nur mir mit Salzburg, das habe ich jetzt ewig in meinem Kopf. Ey. Jetzt kommt ja noch der Wind. Ja, da könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Also das wird auf jeden Fall. Also ich sag mal so, es sagen ja viele, ja, wieso fahrt ihr mit so einem alten Auto und was euch da alles passiert? Also wir haben jetzt 2 Fälle mit niegelnagelneuen Autos. Die Geschichte mit einem neuen Defender ist jetzt auch ganz aktuell, ist ein Crafter, niegelnagelneuer Crafter und da musste auch schon 2-mal der Motor getauscht werden und trotzdem läuft die Karre noch nicht richtig. Also insofern, für 2-mal Motor tauschen und Crafter kann ich mir noch 2 T3s kaufen. Also insofern, glaube ich, liegen wir da ganz gut, ne? Haben wir gar nicht doof gemacht. Und wir können es immer selber machen. Ich brauche da keinen Spezialisten, der da irgendwie blöd rummacht. Es ist einfach, es ist einfache Technik, das kriegt man noch immer so wirklich selber hin, versteht es auch. Ja? Und ohne Dominik würde ich es vielleicht nicht verstehen. Also Dominik, T3 Synchro-Schrauberecke von euch, wenn ihr irgendwie T3-Schrauber seid, Dominik von der T3 Synchro-Schrauberecke, der ist der beste Mann. Ja? Ohne den wären wir nicht mehr hier. Kann man Ja. nicht so sagen. Ja. Michel pregunta que geht ihr nicht mehr nach Brasilien?
Na doch, Michael, wir haben For gestern, sure. wir gehen definitiv nach Brasilien. Pass mal auf, wir haben gestern gesehen, dass man von Peru aus zum Beispiel eine asphaltierte Straße, also fast asphaltiert, bis Manaus fahren kann. Und von Manaus kann man nach Venezuela durch diesen Dschungel fahren. Wir sind schon schwer daran interessiert, den Amazonas komplett mitzunehmen. Also wir sind jetzt einmal hier in unserem Leben vielleicht. Wir wissen nicht, vielleicht kommen wir auch noch mal wieder, aber wir sind jetzt hier. Jetzt ist der Augenblick. Und wir wollen den Amazonas klar sehen. Und wir wollen da komplett einsteigen. Ich habe da Bock auf Bootsfahrt. Ich habe da Bock auf wilde Tiere. Ich habe Bock auf Flussdelfine. Auf alles. Oder? Mhm. So, wir gehen da. Wir For gehen sure. da, wir gehen da. Ich laber immer so viel. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen Luft holen. Willst du was sagen, Schatz? Christi ist hier, algo. Ja, liebe Grüße aus Eraclea Minor de Sizilien. Was? Estuvimos ahí también. Wer En schreibt, Sicilia, wer hier. schreibt? Ellos nos escriben siempre, creo también, ¿no? Ach, schön, nach Sizilien zurück. Ja, wir haben Sizilien geliebt. Also die ersten Videos auf unserem Kanal, die sind zwar qualitativ nicht so gut, aber das war eine schöne Zeit. Also da haben wir unsere Erfahrungen gesammelt, warum wir heute hier sitzen. So, das war echt schön. Ja, Amazonas wird wirklich, denke ich, gut. Also es fehlt uns dann irgendwie, wir haben das Pantanal ja geliebt, aber wie wir das im Pantanal gemacht haben, wenn wir das nicht nochmal machen, wir sind ja im Pantanal insgesamt 700 Kilometer Sandstraße gefahren, fast alles im ersten Gang. Das war sehr, sehr anstrengend fürs Auto, für uns, mit Getriebeschaden am Ende. Das heißt, so werden wir das nicht nochmal machen, aber die Straße nach Manaus und von Manaus nach Venezuela, das sieht ganz gut aus. Man sollte nur nicht in der kompletten Regenzeit fahren, weil sonst könnte es problematisch werden. Aber gut, ihr werdet es ja sehen. Und irgendwie holen die uns immer wieder raus. So, wer schreibt hier? Markus Falkenberg. Das sag ich doch, Markus Falkenberg. Umso neuer das Fahrzeug ist, umso unzuverlässiger es ist und also umso anfälliger ist es auch. Das ist ja der Punkt. Neue Fahrzeuge sind einfach anfällig. Das läuft immer alles gut, solange alles läuft, alles toll. Und wenn denn der Fehler kommt und da wirklich nur ein Schalter sozusagen einen Alarm gibt und sagt, du darfst nicht weiterfahren, dann entscheidet dieses Auto, du fährst nicht weiter. Und das haben wir halt bei einem T3 oder auch bei unserem Motor nicht. Wir können fast alles auseinanderbauen, der Motor läuft immer noch. Und selbst wenn ich alles abbaue, solange da Diesel eingespritzt wird und der einmal an ist, läuft der, bis er kaputt geht. So. No sé qué, ¿esto lo leíste ya? So, mit viel Liebe hält Hermann durch. Ich fahre seit 30 Jahren den gleichen Bulli. Die alte Dame ist auch gut. Bei uns ist es der alte Herr. Es ist eine Hass, er schreibt auch, dice que es una Hassliebe, ja, un amor de odio y amor. Ja, ha sido un tiempo que era más odio que amor, pero Genau. ha vuelto el amor. Genau, das ist ja der Punkt. Also Hassliebe, ja, wie soll ich Aber sagen? manchmal ist sehr schwer. Manchmal ist sehr schwer, ja. Also manchmal macht er uns wirklich fertig, aber gut, was soll man sagen? Also wir sind wirklich lieb, ja. Und der wird auch, Sie fragen, wir den irgendwann haben und wir sagen, nee, der wird mit nach Sizilien oder nach Italien, wird dann irgendwann Blumenkübel. Und dann lassen wir halt Pflanzen aus ihm wachsen. Jeder soll mal einen Baum pflanzen, warum nicht in seinem Auto? Ja, jetzt wackelt es hier. Christine nos hace una declaración de amor. Mir ist das egal, wo ihr hinfahrt, denn ihr macht für mich immer die schönsten Videos. Ach Mensch, das hört sich doch richtig gut an. Da freue ich mich. Hier gibt es ganz viele Herzen. Christine, danke für die lieben Worte. Und ich habe schon gedacht, du bist nicht mehr bei uns. Freue ich mich ja, dass du da bist. Ja. Die Leute noch reparieren, sind noch kreativ, was hier in Paraguay alles rumtreibt. Ja. Manfred, danke fürs Kompliment mit den Stimmen. Das ist eben das auch, was ich vorhin angesprochen habe. Wir versuchen, also jetzt gerade ist die Stimme ja nicht bearbeitet, sondern das ist jetzt live einfach. Das können wir nicht nachbearbeiten, nachvertonen. Aber wir versuchen, wenn wir für euch Videos machen, dass ihr ein Erlebnis habt. Das ist ja das Allerwichtigste. Oh, jetzt fängt ja an, wieder alles umzufliegen wie im ersten Video. Nee, aber ich meine, ich bin kein, wie heißt denn der Sänger? Ist ja auch egal. Let me entertain you, ja. Ist ja, das uns zuguckt, dann müssen wir euch ja begeistern. Es kann ja nicht sein, dass wir das nur aus Ego machen oder weil sagen, wir haben einen YouTube-Kanal. Wenn du Kunst machst, dann machst du diese Kunst oder Musik, nehmen wir mal Musik, ein Musiker, der muss vor allem das machen, um die Leute zu begeistern. Ja? Der muss ja die Leute, die da kaufen oder bei ihm sind, glücklich machen. Das kann ja nicht sein, dass man
sozusagen auf den Teller scheißt und sagt, hier ist dein Essen. Ja, das geht nicht. Und deswegen sind wir daran schwer interessiert, dass wir unsere Stimmen nachvertonen, dass wir also nachbearbeiten, dass ihr am Ende eine saubere Stimme habt. Wir schneiden da alles weg, also jeden Atmer, also hört man ja, wenn ich so, das kommt natürlich weg. Das möchten wir nicht, dass ihr das hört. Und deswegen sind unsere Videos auch ein bisschen aufwendiger als die von anderen. Ja. Und danke fürs Kompliment. So, was haben wir hier? Macht. Ja, hier, ID-Bus. Was soll das sein? Was ist ID-Bus von Volkswagen? Was ist das für eine Scheiße? Habt ihr mal gehört, dass in einem Elektrofahrzeug der Elektrosmog so stark sein soll, dass es im Endeffekt auch wieder gesundheitliche Auswirkungen hat? Also man sitzt ja in so einer Schachtel drin mit zigtausenden Kabeln, alles nur Kabel, Induktionen. Und da ist man sich auch nicht so sicher, ob das sinnvoll ist. Also deswegen ID-Bus. Ja, halte ich für Blödsinn. Also VW-Bus. Finde ich viel besser. So, lieber auf guten Straßen fahren, sonst verschleißt die Halbautomatik zu schnell. Ja gut, es ist ja immer der Punkt, fährt man nur auf, jetzt wird es hier wirklich sehr windig. Naja, die sind ja die Puffs, das merkst du nicht. Ihr merkt den Wind nicht, also es stürmt hier richtig gerade. Es fängt jetzt an, wir müssen uns auch gleich wieder unser Zelt halten. Also sie hält schon, ihr seht ja, Sandra ist schon am Zelt halten. Wenn wir nur Straßen fahren würden, also nur also richtige asphaltierte Straßen, dann kommt man ja an die schönen Orte gar nicht hin. Also diese wirklich verträumten Naturorte, wo wirklich noch was übrig ist, ohne des menschlichen Einfluss und ohne zu viel Müll, da kommt man immer relativ schwierig hin. Und das ist ja das, was wir suchen und das ist auch das, was unsere Videos dann am Ende so schön machen. Ja. Marcus pregunta cómo va el shop, creo que ha entrado más tarde, entonces puede ver otra vez live, ¿no? Also genau, Markus, du bist ein bisschen spät eingestiegen. Wir hatten am Anfang über den Shop geredet, aber der Shop läuft sehr, sehr gut. Und wow, Maris, danke. Maris, danke schön für die Spende. Ja, danke schön. Dachshund. Danke schön, Dachshund. Der Shop läuft sehr, sehr gut. Also wir waren von euch wirklich da einsteigen und daran interessiert sind. Es wird mehr Artikel geben und wir melden uns und sagen euch dann Bescheid. So, nicht mehr über den Shop. So, Ramon als erstes. Wie Ramon als erstes? Was denn Ramon als erstes? Michael, was willst du damit sagen? Drück dich deutlicher aus. Zu hören, das ist gut. Gut, nee, dann ist super. Alessandra kann ja noch ordentlich halten. Das ist hier in Südamerika ständig so. Es wechselt so schnell und du merkst. Michelle prácticamente está contestando, creo. Ach so, jetzt habe ich. Antwortet Ramon. Jetzt alles gut. Michael, brauchst du mir nicht erklären, ich habe sie gesehen. So, genau, wir waren als allererstes in Uruguay, wir sind ja angekommen in Uruguay und dann ist die ganze Reise in Südamerika gestartet. Und die meisten kommen in Uruguay an, weil das dort mit dem Zoll halt echt easy ist. Also die gucken nicht mal ins Auto rein. Also da kommst du an mit 14 Fahrzeugen und dann ciao, gut ist. Da war schon viel mehr Stress an der argentinischen Grenze in, wie hieß das, Freibentos. Ja. So, jetzt geht's hier aber los. Jost Bayer, ich hätte eine Idee zur Verbesserung. Dreht doch den Livestream. Ja, genau. Das ist eine super Verbesserung, Jost, und da kommen wir auch gleich zum südamerikanischen Wetter. Als wir angefangen haben zu filmen, war so heiß, dass man in der Sonne nicht stehen konnte. Jetzt, warte mal ein Stück zurück, sonst sind wir so weiß. So, jetzt sind wir hier unterm Zelt und es fängt an zu stürmen und es ist alles bewölkt. Diese Änderung, die ist so immens, ja, dass wir eine Kamera auf dem Stativ aufgebaut, wo wir stehen, mit einem drum dran. Das haben wir sehr, sehr schwer. Also wir müssen mal gucken, ob wir das hinkriegen. Vielleicht mit der GoPro würde das vielleicht gehen. Aber da das heute nicht mal funktioniert hat, den Live-Chat zu starten vom Laptop aus, ja, was soll ich dazu sagen? Ich mache mir da beim nächsten Mal das nicht noch schwerer. Da putze ich lieber die Linse. So. Falkland diese und hier in Uruguay kann ein ausländisches Fahrzeug eigentlich. Genau, in Uruguay können die Fahrzeuge länger stehen, in Argentinien auch. Da, wo wir jetzt sind, nur 3 Monate und nur mit Ausnahmen. Also man kann zur Polizei gehen und sein Fahrzeug stilllegen lassen hier und dann kann man auch wegfliegen und das kann bis zu einem Jahr hier stehen und dann kann man halt wiederkommen und muss es halt wieder aktivieren. Es darf aber in der Zeit nicht bewegt werden.
So ist die Regel. Ja, so ist es. So versuchen wir hier durch die Gegend zu kommen. Wir wissen nicht, ob Alessandra demnächst mal fliegt nach Deutschland oder ich oder nach Italien oder ich fliege, um die Familie zu sehen. Unsere Neffen wollen uns definitiv sehen. Wenn die jetzt immer noch zugucken, dann wird meine Schwester bestimmt jetzt langsam nervös, weil die müssen ins Bett. Aber egal. So, noch haben wir nicht die Schnauze voll hier. Noch können wir. Einen trockenen Mund habe ich. So. Okay, Planeta for You, wir sind auch durch Südamerika gereist, bis nach Mexiko gefahren und kehren jetzt nach Panama zurück. In 5 Monaten werden wir unser Wohnmobil nach Südafrika verschiffen. Ach, ihr macht das Gleiche, ja? Ja gut, das hört sich doch gut an. Also wir glauben, dass weil es macht ja keinen Sinn, ich kann mir gar nicht vorstellen, nach Europa zurückzugehen, mich ins Büro zu setzen und dann wieder so bam, 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 mit dem Gedanken, irgendwann fahre ich wieder in den Urlaub. Was wir hier machen, ist Abenteuer. Das hat nichts mit Urlaub zu tun. Ich glaube, wir haben die stressigste Zeit unseres Lebens, aber auch die schönste. Und das ist der Grund, warum wir daran festhalten. Also wir haben schon so viele Tage gehabt, wo wir verzweifelt sind, wo ich den Bus getreten habe und gesagt habe, ich bring dich um, ich mach dich platt. Ja, gut, aber ist egal. Ah ja. Wir sind noch unterwegs, das ist der Punkt. Wir sind noch unterwegs, wir haben noch Bock drauf. Und nachdem wir dann in Südamerika, Mittelamerika uns geeicht haben, tun wir uns Afrika an und fahren dann wirklich von Afrika hoch durch die gesamte Westroute. Ich glaube, die Westroute soll die bessere sein, wird oft gesagt. Die Ostroute ist derzeit auch ein bisschen schwierig, da ist ja ein bisschen mehr Stress, wenn ich es richtig sehe. Aber ich bin nicht ganz informiert, ich will jetzt keinen Blödsinn erzählen, aber geplant ist so die Westroute erstmal. Aber das kommt in 2 Jahren, vielleicht 3. Mal gucken. So, was haben wir denn hier noch? In Mexiko 10 Jahre. Achso, in Mexiko kannst du 10 Jahre das Auto stehen lassen. Ja, das habe ich auch gehört. 10 Jahre, was ist denn das für eine Zeit? Also wenn du nach 10 Jahren wiederkommst, wo ist denn mein Auto? Ach ja, hier war das mal. Der Rest ist ein Rosthaufen. Das ist echt total 10 Jahre. Unglaublich, wenn wir überhaupt nach 10 Jahren wiederkommen. Ach, das ist ja mein Auto. So, lasst euch nicht erwischen. Wie, lasst uns nicht erwischen? Also, Maris Dachshund, genau das ist der Punkt. Wir hatten das vorhin gesagt, wir haben von Spendern viel mehr Geld bekommen als von YouTube. Also das muss man wirklich mal dazu sagen. Also wir haben viel mehr von Leuten Geld bekommen für den Film und wer uns dafür spenden will, freuen uns sehr darüber. Danke. Aber das ist eben der Punkt. Es sind eher die Leute, die uns das Geld bringen, als YouTube selber. Ja? Das wollte ich vorhin mal betonen, weil das kann nicht sein. Also wir reißen uns hier einen Arsch auf ohne Ende und YouTube selber ist aber für Creator nicht die Sicherheit, sondern die Sicherheit sind die Fans. Ja. So. Genau, es gibt keine Straßenverbindung zwischen Süd- und Mittelamerika. Man muss das Darien Gap umschiffen. Und da haben wir auch schon mit unserem Anbieter, also wir haben ja alles mit Overlander Shipping gemacht und mit denen sind wir auch irgendwie verbunden. Und die hatten uns schon damals gesagt, dass sie auch Lösungen für das Darien Gap anbieten. Ich denke, das wird noch so sein. Und ja, also wir werden irgendwann verschiffen müssen. Man sagt von Cartagena aus verschifft man. Wir hatten so ein bisschen überlegt, das kostet sehr viel Geld von Cartagena aus nach Panama zu verschiffen, wir alle das Darien Gap umschiffen müssen. Und wir hatten so ein bisschen überlegt, ob wir einfach sagen, okay, verschiffen wir einfach nach Mexiko, ist billiger wahrscheinlich, und fahren einfach zurück auf der Karibikseite und wieder zurück auf der Pazifikseite. Kann man ja zweimal fahren. Ne? Also das werden wir noch sehen. Also ob wir wirklich das Darien Gap schiffen oder direkt nach Mexiko und zurückfahren, das wissen wir noch nicht. Muchas gracias, Manfred. Danke, Roland, danke, Roland. Jordan. Danke. Schön. Super lieb von euch. Primer Fan. Genau, Alessandra kann antworten. Christine, dice tu puedes contestar. Genau, jetzt bist du dran. Christine dice, cuando yo tengo la boca seca, puedes tu contestar. Also, ja, gerne, aber mein Deutsch ist nicht so gut zu sprechen. Doch, du sprichst super. Ich kann sehr gut lesen, aber ich fühle mich nicht so comfortable zu sprechen. Also, aber in Spanisch, en español podemos hablar todo el tiempo. Also genau, wir können, no lo sé que estáis todos felices, pero... Genau, also wir bieten das auch in Zukunft an, Spanisch-Lessons mit Alessandra, ja, wer darauf Bock hat. Also ihr könnt euch bei uns auf der Webseite melden. Empezamos hoy. Die Idee ist mir gerade so entstanden, aber es gibt jetzt Spanisch-Lessons mit Alessandra. Mira Manfred sagt, ama tu vos. Oh,
Dankeschön. Na, ich find ihre Stimme für die Erzählung auch richtig, richtig gut. Also ich finde das gerade mit dem Akzent, das macht das so ein bisschen authentisch und ich liebe das. Ich finde das richtig gut. Sie hat ja immer so ein bisschen, wie Vergänzer, es ist ein bisschen peinlich, denn, wenn sie das hört, aber ich finde es saugut. Ich finde es richtig toll. Dankeschön. Alles sehr nett. Andreas Wahn, Dankeschön für die Unterstützung. Genau, Andreas Wahn, danke auch, ja, genau. So, Él está, nos había escrito que no sabía si podía venir o al final können wir da vino. Herzen geben? Wir können Herzen vergeben. Ja, wir können Herzen vergeben. ich hab Ja, gemacht. ganz viele Herzen hier, das ist ja schön. So, Un poco más das ist echt abajo. wunderschön. Dankeschön. Bunny Flur sagt auch, die ist auch okay, tu Accento ist perfekto, was ist perfekt. Also ich denke das auch und wir werden das weitermachen. Wir hatten am Anfang das mal noch ein bisschen anders gemacht, diese Videos. Guckt mal unsere Videos aus Sizilien an, da haben wir das noch ein bisschen anders gemacht. Aber ich finde, wir sind Bitte heute... nicht. Bitte nicht. Also, ihr habt es gut gemacht. Ich fand, das jetzt Los richtig. borramos. Sie sagt, wir müssen die Videos löschen, sonst guckt die sich noch einer an. Egal. Ja, unsere erste Sizilien-Reihe, die ist. El pasado no se puede bordar, es pasado. Es ist, wie es ist, ja, meine Güte. Also mal noch eine andere Sache, YouTube-Sache. Viele sagen zu uns immer wieder, macht doch eure Videos bitte chronologisch, also so mit so einer Nummer hinten dran oder dass man weiß, welches Video man denn gesehen hat. Wenn ihr auf unserem Kanal, ihr müsst auf unsere Kanalseite gehen, also YouTube, Hausbus, auf die Kanalseite, da wo unser Kanal ist. Und dann, wenn ihr auf Videos klickt, kann man die entweder nach Beliebtheit sortieren oder nach Zeit. Das heißt, wenn man die nach Zeit sortiert, dann ist immer das Neueste zuerst und das Älteste zuletzt. Und wenn ihr dann durchscrollt, nach hinten oder nach vorne, dann ist es chronologisch. Also unsere Videos sind immer chronologisch, weil YouTube die chronologisch sortiert. Ja, also dort findet ihr das chronologisch. Ja, nur zur Info. Genau. Siehst du, die Stimme mit Akzent, diese también. Und Sobre todo cuando digo die Rinderunge. Danke, Maris. Danke, Maris. Wir nehmen dich auf im Team. Du bist unser neuer Marketing-Spezialist hier. Amira, in Italiano. Claudio Salamine, io hanno scritto anche la volta scorsa, credo. Ciao carissimi, che piacere vedervi, un abbraccio dalla Svizzera. Italiano. Claudio. Un abbraccio. Gute Idee, wir fahren im November auf Sizilien, gleich mal eure Videos schauen. Sizilien ist wunderbar. Wunderschön, also ganz im Ernst. Und ein Tipp von uns, es gibt direkt, ich weiß nicht, ob ihr mit dem Wohnmobil fahrt oder ob ihr fliegt, keine Ahnung, aber es gibt direkt in Palermo einen Wohnmobilstellplatz, der ist von der Stadt aus 10 Gehminuten entfernt. Und der ist auch sicher, der ist abgeschlossen, der ist richtig gut. Betonstellplatz, nichts Dolles. Aber Sizilien hat das beste Streetfood der Welt. Ja, das ist unglaublich. Ja, das ist so. Es ist ein bisschen wie in Südamerika, Genau. Manchmal die hygienische Situation. Also genau, die hygienische Situation ist so ein bisschen. Mali und Wilma haben einmal den Boden abgeleckt auf dem Fischmarkt. Na, da haben wir gedacht, die sterben, ja. Aber das war wirklich richtig krass. Aber lecker. Richtig lecker und man kriegt also wirklich auch noch für einen guten Preis, also so leckere Unique. Sachen. Ihr müsst ja machen und wenn nicht, San Vito Lo Capo, wie hieß der Park? Zingara Nationalpark. Ja, Reserva ja. Unglaublich gut. Also Sizilien, unser Herz schlägt dort, ja, das ist richtig, richtig, richtig toll. Genau, Marion, siehst du doch, du sprichst sehr gut, Alessandra. Ja, danke. Ich habe mehr Power jetzt. Jetzt traut sie sich mehr. Ja, Danke. ich finde auch, dass sie richtig gut spricht. Ich mag das sehr, sehr gerne. Es ist doch total, also sie versteht immer alles. Der Witz ist, da denkst du immer so, okay, jetzt kannst du mal über ihren Geburtstag reden oder mit irgendjemandem am Telefon reden, dann kommt der Spion raus und nein, aber du verstehst wirklich alles. Also du verstehst meistens, doch, ja. Die einfachen Dinge, yes. Die einfachen Dinge schon. Genau so ist es. Naja, auf jeden Fall, bitte nicht wegfliegen jetzt hier. Bleib stehen. Okay. So, was haben wir hier noch? Olla, Grüße aus Nordalemanistan. Grüße zurück nach Nordalemanistan. Ja, ihr Lieben, was soll man sagen? Das war heute wieder ein komischer Anfang. Ja, oder? Sorry for this. Also, das tut uns wirklich leid. Also, wir haben das so lange geplant. Wir machen jetzt neuerdings immer vorher viele, wie heißt es hier, die Nachrichten an euch, dann machen wir Kurzvideos, dass dieser Chat stattfindet, dann richten wir den Chat ein, dann probieren wir das Mikrofon aus, wir probieren die Kamera, wir haben alles ausprobiert und dann habe ich noch vorher, also
einen Tag vorher habe ich gesagt, ja, müssen wir das am Office-PC machen? Können wir das auch am anderen PC machen? Und such dann Google, kann ich auch mit einem anderen PC den Live-Chat starten? Ja, du kannst mit jedem PC den Live-Chat starten, Hauptsache du bist angemeldet. Nee, kannst du nicht. Kannst du dir Oder du sparen. musst eine Stunde warten für die Verbindung. Ja, aber es ging ja nicht. Also deswegen, egal auch. Aber nur, dass ihr es wisst, beim nächsten Mal wird es schon einfach sein. Wer schreibt hier noch? No lo sé qué dice aquí. Wenn wir 100 € zusammenkommen, müssen wir ein Lied singen. Ich hatte ja einen anderen Vorschlag. Ja. Ja, Adriano Celentano. Ich? Sehr gut. Mientja. Oh mein Gott. Wir hatten ja ein anderes Ziel, aber irgendwie hat es mit dem Ziel nicht geklappt. Es gab so ein Ziel, wenn es hier irgendwie 10 bestimmte Sachen, die haben mich vorher, hat mich YouTube gefragt, willst du ein Ziel festlegen? Habe ich ein Ziel festgelegt, 10 bestimmte Sachen, aber was für Aber Sachen? ein Lied ist Lied und Lied, como se dice? Una Genau. canción Okay, wir singen ein Lied. ist sehr lustig. Ja, nee, aber Blödsinn. Wo seid ihr gerade und wie geht's als nächstes hin? Also wir hatten es schon gesagt, wir sind gerade noch in Peru und wir fahren von Peru aus. Wir werden jetzt hier, wollten eigentlich nach Iquitos in den Regenwald. Jetzt geht uns aber die Zeit schon wieder flöten. Wir wissen, also unser nächstes Land müsste Ecuador sein, könnte aber auch Brasilien werden und über Venezuela wieder zurück. Wir wissen es nicht. Also unser nächstes Land sollte eigentlich Ecuador sein. Jo. Und wir müssen binnen der nächsten 4 Wochen entscheiden, weil dann müssen wir aus Peru raus. Also das läuft unser Visum aus. Ja. Wir haben jetzt noch 4 Wochen in diesem Land. Und das Land ist so riesig, wir sind immer noch im Süden. Also wir haben es noch nicht mal aus dem Süden rausgeschafft. Wir wissen nicht, wie wir das schaffen sollen. Vielleicht fahren wir auch, wie gesagt, nach Ecuador und zurück dann irgendwann nach Peru, um den Rest zu machen, weil es einfach wunderschön ist. Ich glaube, Peru ist, soll ich sagen, es ist schwer beeindruckend. Also ich will den Laptop nicht umdrehen. Ich habe Angst, das Ding anzufassen. Aber um uns herum sind riesige Berge, wir sind auf über 3000 Meter, es ist wunderschön, es ist alles grün bewachsen und ey, das Allerkrasseste ist, ich kann es dir schon mal raushauen, hier sind alle Berge terrassiert wegen den Inkas, ja, also die haben ja hier gelebt irgendwann und es sind alle, das ist unglaublich, ihr könnt euch das nicht vorstellen, heute leben gar nicht mehr so viele Menschen hier, die diese Landwirtschaft brauchen, aber das ist alles von oben bis unten terrassiert, das sieht richtig krass aus, also man sieht nur noch die Reste, aber der ganze Berg hat halt Striche. Richtig cool. Oh, scheiße. ¿Qué cosa? Na egal. La Cosa. La cosa. La La Amöbenruhe. cosa. La Alguien dice, Baby, Ja, ich mach nichts. Breeze. Ja, Sizilien ist top 2 Monaten bei einer Farm gelebt. Ribera. Ribera ist cool. Wir waren in Ribera Sehr auch. schön. Ribera, der Ort der Orangen. Ja, genau. Viele Orangen. Viele lecker. Orangen. Meine Frage ist, Keine Frage, das ist mein Perle. Oh. das ist aber eine, nicht seine. Diese eine. Una. So, Ja, eine. una Perla. Du eres una Perla. So sieht's aus. So sieht es aus. Ja, wir schauen schon, so lange, das ist mal so schwierig zu lesen, wenn das so schnell geht. Also Claudia, danke, dass du die Videoqualität erwähnst. Freuen wir uns sehr drüber. Das ist einfach genau das Lob, was wir eigentlich brauchen, weil ich bitte euch, ja, also das macht es ja aus. Also für uns macht es das aus. Also wir gucken unsere Videos selber gerne mal, auch nach einem halben Jahr. Und würde es nur darum gehen, dass unser Hamster Masern hat, dann würden wir uns das Video nicht nochmal nach einem halben Jahr angucken. Das ist eben der große Unterschied. Ja, Daniel dice que Venezuela en este tiempo no es tan stabil, das ist richtig. So, wir müssen gucken, was passiert. Genau, also man muss aber vielleicht mal eins dazu sagen, generell zu Südamerika, auch Afrika. Man hört immer Storys über ein Land, wie es in dem Land gerade ist, hört man von außen. Jetzt machen das natürlich Presseagenturen, die das irgendwie aufbearbeiten, keine Ahnung. Über Bolivien hat man uns auch gesagt, dass alles sehr kompliziert ist. Ja, wir hatten zweimal Probleme, an Diesel ranzukommen. Aber sonst war es das schönste Land auf unserer Reise. Also Bolivien war super. Ne? Und wir wären total traurig gewesen. Also viele sind in der Zeit abgehauen vor den Wahlen, hatten Angst, weil draußen immer zu hören war, da sind Straßensperren. Ja, die waren da. Aber wir hatten nie eine, weil wir einfach genau zu der Zeit, wo die Straßensperre waren, einfach an einem Ort standen, unsere Videos produziert haben und dann eben Wilma auch eingegangen ist. Das heißt, wir haben davon nichts mitbekommen. Und in Venezuela sagt man, ist es genauso. Ich meine, Trump prügelt sich mit denen da wegen, das betrifft ja nicht die Landbevölkerung, der ist ja nie der Böse. Ja? Das sind ja meistens eher Regierungen oder wie auch immer. Genau,
Wir haben ein neues Mitglied. Hallo Roland. Wir Hey, freuen uns, Roland. dass du dabei bist. Willkommen an Bord. Willkommen an Bord. Ja, gibt immer mal wieder ein Kurzvideo. Ich habe es in letzter Zeit ein bisschen schleifen lassen, seht uns das nach. Aber das wird immer mal wieder ein Kurzvideo geben, extra nur für Mitglieder. Und genau, da bist du jetzt sozusagen mit dabei. Erfährst sozusagen immer zuerst, wo wir sind, weil wir da immer so ein bisschen vorweg sind. Ne? Vielen Dank, Heidi, für die Unterstützung über PayPal. Genau, danke schön. Danke. Danke. Das ist die beste, das kann passieren. PayPal zählt mit. Sie will, dass wir singen. Este quiere que contamos. Dice PayPal cuenta también. Also. Da, 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 da. Da, Sto scherzando. da. Oh Claudio, grazie mille, benvenuto anche a te, willkommen bei Sprit- und Bierumlage. Bienvenuto anche a te, dice auch willkommen. Achso, él es Schweizer, Sí. Au, perdón, Dalla no me Svizzera. pongo dentro en la conversación. Ja, danke schön Grazie. dafür. Ja, was soll man sagen? Warte mal kurz. Was du willst die Nein. Maus? Ja, mach mal hier ein paar Likes hier. So, genau. Was soll man sagen? Auf jeden Fall hat es ja doch am Ende ganz gut geklappt. Ist ein schöner Chat, ne? Ja. So. Meine Lieben, wie geht's weiter? In den nächsten Wochen. Also, wir werden nächste Woche auf jeden Fall ein Video rausbringen, übernächste auch, so wie es geplant ist. Und dann müssen wir mal gucken, wie es weitergeht, in welche Richtung wir fahren. Wenn es in den Urwald geht, kann es sein, dass es eine Videopause gibt, weil wenn wir wirklich im Regenwald selber sind, also mit Bootsfahrt, mit allem drum und dran, dann nehmen wir nicht unsere ganze Technik mit, dann nehmen wir nur Kameras mit, um das aufzunehmen. Und diese Bootsfahrt in den Regenwald dauert schon 5 Tage hin und 5 Tage wieder zurück. Das heißt, wir sind schon bei 10 Tagen, die wir nur mit dem Boot beschäftigt sind, Ja. plus vor Ort. Das heißt, wir sind mindestens 14, 15 Tage off. Und da können wir dann eben auch, wir müssten wir entweder vorproduzieren oder wir machen dann eben eine Videopause. Aber das sagen wir euch denn vorher, das wissen wir noch nicht ganz genau. Ne? Das, No, unbedingt è un lugar che hai che disfruttare totalmente. Genau, also sie sagt auch, diesen Ort muss man halt völlig erleben und nicht nur das Erleben, auch Feuchtigkeit, der ganze Kram sind auch zum Produzieren nicht geeignet. Also wenn wir da in irgendeiner Buschhütte sitzen, keine Elektrizität haben, dann können wir auch mit unseren Laptops nicht arbeiten. Das ist einfach unmöglich. Ne? Ok, ahora empiezan la solicitud de canciones. Vamos aquí, baby. Genau. No, Wir lo müssen es schnell zumachen im escuchar. Chat, sonst, wenn jetzt noch 2 spenden, dann muss ich wirklich singen. Nee. Hauptsache, ich komme wieder. Italo disco. Italo- Tú conoces este también. Ich werde noch verrückt. Noch mit einem 20 dabei, aber singen müsst ihr nicht. Also ja, Bali Flur. Es ist nur Dankeschön. Quenta, danke. Dankeschön. Danke. So, Heidi, Hauptsache. Wir kommen wieder, wir kommen definitiv wieder. Also, Ja. aber das ist doch ein gutes Ende. Wir können auch so nochmal einen Song singen. Was ist denn unser Lieblingssong? Unsere? Ja. No, Haben wir vabbè, einen no, Lieblingssong? Schatzi, Haben wir einen no. Lieblingssong? Also mein Lieblingssong ist ja... Nächstes Mal beim wir nächsten Mal. singen Beim für nächsten Mal. euch. Also wir machen es beim nächsten Mal so. Wir machen wirklich, ich mache eine Zielvorgabe und wenn wir die Zielvorgabe erreichen, dann singen wir Oh mein definitiv. Gott. Ja, das wird auf jeden Fall schön. Ok, ponemos también 3, 4 canciones que pueden elegir. Genau. Wir packen beim nächsten Mal, wir suchen 3 Lieder aus, ihr könnt aussuchen, aber ihr müsst dann wirklich auch das Ziel erreichen. Ja. Also, habe ich noch mehrere T-Shirts noch nicht. Die Qualität ist gut. Manfred, freut uns. Wir hatten ein T-Shirt, ich weiß nicht, ich sag's einfach mal raus. Wir haben jetzt nur noch Bombenqualität an unseren T-Shirts. Wer darauf Bock hat, sind in unserem Shop. Und wir hatten mal eins dabei, was so mit ganz feinen Linien war. Das haben wir rausgenommen. Falls jemand es von euch gekauft hat, seid uns nicht böse. Aber wir hatten das geklärt mit dem Produzenten. Das war nicht so gut, wie die das gemacht haben. So. ¿Hay alguien que ha comprado de nuestro shop online? ¿Preguntaste ya? Ja. Ach so, ist von euch jemand dabei, der bei uns diese südamerikanischen Artikel gekauft hat? Also genau, also einen hatten wir, da hat es ja nicht geklappt, da haben wir jetzt schon gesagt, Ja. müssen wir nochmal reden. Also ein Feedback wäre cool, ihr könnt uns mal eine E-Mail schreiben, ob ihr da mit der Quali zufrieden seid, wie das war, wie euch die Abwicklung gefallen hat. Habt das mit den E-Mails geklappt? Ja, das ist ja alles, wir müssen da ganz schön viel überblicken und jedes Feedback von euch ist cool. Ja? Ja, genau. Top, super. Ich spende nach dem Stream und das nächste Mal singe ich schon. Mein Gott, Baby. 30 bei PayPal. Okay. Ja gut, bleibt uns nichts anderes übrig.
Ok, entonces nos ejercitamos ahora. Hacemos ejercicio canoro. Also sagen wir so, es gibt doch dieses tolle Lied, wie heißt es denn? ¿Cuál? Das fällt mir nicht ein. Von Italiano. The Pink Panther, quando The Pink Panther ends. Pantera Rosa. Ja, genau. Termine der Äste. Und wieder dabei zu sein. Ja, es war uns auch eine Freude. Also, pass auf, Maris, wir machen das so. Wir machen beim nächsten Mal, legen wir das wirklich fest. Ja, also, Maris dice que tenemos los 100. Pero hemos dicho que 10 personas, igual. Nein, wir sagen jetzt gar nichts mehr. Also, wir machen uns fertig fürs nächste Mal. Gott. Wir singen beim nächsten Mal ein italienisches Lied, ja, wenn die Zahl zusammenkommt. So, du musst nicht weghören, Manfred, alles ist gut. Wir machen uns nicht zum Vollhorst jetzt. Alles gut. Wir drücken euch. Ui, Es war ein super Chat. Wir versuchen unser Haus hier zu retten. Passt mal auf, ich zeige euch das mal ganz kurz. Achso, die kann ich nicht zeigen, oder? Das fliegt jetzt hier alles durch. Ich weiß es nicht. So, ich versuche den mal zu bewegen. Bravo. So, also, jetzt kommt mal kurz mit, jetzt kriegt ihr noch eine Aussicht. Also, das sind die Berge von Cusco. Ja, hier sind die Berge um uns drum herum. So, und hier fliegt unser Zelt weg. Also insofern, ja. Jetzt sehe ich ganz komisch aus wegen dem Licht. Guck mal. Du bist ein poco Vampire! Un poco rojo. Ich bin sauer. Ich bin so sauer. War schön mit euch auch. Dankeschön. Ach, wieso sehe ich denn so komisch aus? So, jetzt geht's Ja, wieder porque weiter. el cambio de color tiene que acostumbrarse. So, jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Comunque, es Also, war sehr schön. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Wie Ihr seid immer. wirklich die Allerbesten. Ohne euch wird es nicht gehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, drücken euch und ja, danke. Besos. Ciao, 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 Abrazos. ciao, ciao. Ciao. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ciao, ciao. Ciao.